Wie definiert man eigentlich den Begriff Heimat, wenn es um das Heimatministerium geht? Kann man Drogen klauen und ist das dann Diebstahl? Und wem gehört ein Baum, den ich in Nachbars Garten pflanze? Das alles sind Fragen, die ich in den heutigen Nutzerfragen beantworte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der eine oder andere von euch hat es mitbekommen, dass das Innenministerium jetzt Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat heißt. Deswegen auch von manchen jetzt Heimatministerium genannt. Und darum drehte sich dann auch schon die erste Nutzerfrage, die sagt: Wie definiert die Regierung eigentlich diesen ominösen Begriff Heimat? Ja, und die Nutzerfrage, die kommt nicht nur von euch, sondern die haben die Grünen an die Regierung gestellt und gesagt, was ist eigentlich Heimat? Und da gibt es, also ich weiß gar nicht, ob ich das alles vorlesen kann, aber die Bundesregierung hat also da wirklich eine heftigste Definition für Heimat herausgegeben. Sagt, Heimat ist dort, wo sich Menschen wohl, akzeptiert und geborgen fühlen. Heimat hat nichts mit Enge zu tun, sondern gibt Orientierung und vermittelt festen Halt, die Herausforderungen des Lebens zu bestehen und nach vorne zu blicken. Heimatpolitik ist als gemeinsame Gestaltungsaufgabe zu verstehen. Der tiefgehende Wandel unserer Zeit bewegt viele Menschen in ihrem Lebensalltag. Deutschland hat sich durch Globalisierung, Digitalisierung und Zuwanderung bla 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 verändert. Wenn Gemeinschaften vielfältiger werden und so weiter, wird Heimat wichtiger und Identität und so weiter. Also da kommt so ein Riesenblock. Und wenn ihr fragt, was ist Heimat, dann kommt etwas, was ich meinen Mädels und Jungs, die mir hier das schon ein bisschen vorrecherchiert haben, die Fragen, gerade damit beantwortet habe und gesagt habe: Hä, was schreibt ihr mir hier für ein Kauderwelsch? Ich habe eine Frage von den Nutzern und ihr sagt mir was, Verständnis, gesellschaftliche Veränderung, Zukunft annehmen und so weiter, auseinandersetzen, bla bla bla. Ja, da kann ich doch nicht alles vorlesen. Und tatsächlich bin ich gerade nochmal rübergegangen und die sagt mir: Ja, Christian, was soll man machen? Das ist die Antwort der Regierung auf die Frage der Grünen, was Heimat ist. Und ich kann euch nur sagen, diese erste Nutzerfrage, was ist eigentlich Heimat, kann ich euch jetzt auch als Jurist nicht richtig beantworten. Ich weiß jetzt nur, wir haben erstmal ein Heimatministerium und wie diesen Heimatteil füllen werden, bleibt abzuwarten. Ja, schauen wir mal, was sich da jetzt in unserem Heimatministerium künftig tun wird. Nächste Frage kommt von Mondsüchtig. Er sagt: Wenn mein Nachbar mir zum Geburtstag einen Obstbaum schenkt, ich aber keinen Platz am Grundstück habe und deshalb der Baum im Garten des Nachbarn gepflanzt wird, darf der Nachbar nach ein paar Jahren den Baum entfernen? Er ist ja in meinem Eigentum. Ja, Mondsüchtig mit dem Eigentum und mit verbundenen Sachen, das ist gar nicht so einfach. Wir haben Paragraphen 93, 94 Bürgerliches Gesetzbuch und da steht was drin von verbundenen Sachen. Und so ein Baum, der verbindet sich ja hervorragend mit dem Grundstück. Und wenn sich etwas mit einem Grundstück verbindet, dann wird derjenige, der Eigentümer des Grundstücks ist, auch Eigentümer der neuen verbundenen Sache. Und damit ist der Nachbar, obwohl er dir den kleinen Baum geschenkt hat, nachher, wenn der kleine Baum groß geworden ist, auch Eigentümer des kleinen Baums geworden, obwohl er dir den Baum vorher geschenkt hat. Ausgeschlossen wäre das nur dann, wenn es einen vorübergehenden Zweck gegeben hätte, also den Baum da großziehen. Aber du hast noch weiter gesagt in deiner Frage, eine Verpflanzung ist nicht mehr möglich, weil der so groß geworden ist. Also gibt es keinen vorübergehenden Zweck, dass das jetzt bei den Nachbarn eingepflanzt worden ist. Damit ist das eins geworden mit dem Grundstück des Nachbarn und der Nachbar, der ist auch Eigentümer geworden. Aber ich meine, nach § 951 BGB muss er dir Schadenersatz zahlen. Das heißt, man muss dann gucken, was kostet so ein Baum und den Schadenersatz müsste er dir dann zahlen. Alles klingt irgendwie paradox, ist allerdings einfach nur juristisch sauber dann entsprechend durchgeprüft. Maxi fragt: Ist es rechtlich illegal, wenn ich jemandem etwas Illegales klaue? Ist es rechtlich Diebstahl, wenn ich etwas Illegales klaue? Da habe ich mal hier so mein Tütchen Koks mitgebracht. Stimmt nicht, das ist Mehl. Wahrscheinlich hat man Koks auch nicht in solchen Plastiktüten. Kenne ich mich nicht so mit aus. Aber gut, sollte jetzt eigentlich hier irgendwie mit Lein und so weiter werden, habe ich mal wieder prompt verbaselt. Ihr könnt euch vorstellen. Also, denkt ihr, das ist ein Tütchen Koks, was ich schon dann illegal besitzen würde. Und jetzt kommt jemand her und mobst mir das. Zack, ist weg. Kann das wirklich Diebstahl sein? Naja,
Rechtlich muss man sagen, hat der Bundesgerichtshof dazu schon Stellung nehmen müssen. Also es geht hier quasi um den Diebstahl von verbotenen Sachen. Das ist einfach eine heiß diskutierte Rechtsfrage. Man könnte denken an solche Betäubungsmittel, man könnte denken an Plagiate, Waffen, Falschgeld. Und da kann man sagen, jetzt gerade bei Drogen ist verboten, diese Drogen zu erwerben, in Verkehr zu bringen, herzustellen oder sich auf sonstige Weise zu verschaffen. So, jetzt kann man sagen, wenn es verboten ist, da Besitz zu haben, kann ich ja diesen Dingen auch keinen Handel treiben. Ich kann anderen kein Eigentum daran verschaffen. Also geht es jetzt zivilrechtlich gar nicht, dass ich mit diesen Drogen irgendwas mache. Wie kann man mir die dann klauen? Ja, wie kann man sagen, es ist dann Diebstahl und kriegt dann Schadenersatz in irgendeiner Weise dafür? Und da sagt der Bundesgerichtshof, nee, wir müssen das jetzt erstmal trennen. Wir müssen die zivilrechtliche Situation strikt trennen von der strafrechtlichen Situation. Und strafrechtlich ist es eben so, dass wir zwar eine sogenannte bemakelte Sache haben, die aber nach herrschender Meinung schon ein Eigentum im Sinne des Strafrechts darstellt. Auch wenn sie gar nicht Eigentum im Sinne des Zivilrechts ist, ist sie Eigentum im Sinne des Strafrechts und kann auch wieder weggenommen werden. Und insofern hat zumindest unsere Recherche ergeben, dass es keine rechtsfreien Räume entstehen sollen und der Bundesgerichtshof schon vor einiger Zeit gesagt hat, ja, auch illegale Dinge können geklaut werden. Das wäre ein Diebstahl, wenn man dir dein heißgeliebtes Koks klaut. Das ist auch verboten. Hätten wir diese wichtige Frage auch wieder geklärt und deswegen kann ich euch jetzt ganz entspannt in den Sonntag entlassen. Wer schon eine Sneak Preview haben will auf das, was morgen kommt, der schaut am besten mal eben in die Videobeschreibung, da sagen wir, was morgen kommt. Und wer unseren brandaktuellen Podcast hören möchte, ja, auch den gibt es, wir sind auf allen Kanälen vertreten. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Auto seid und die Videos nicht schauen könnt, dann könnt ihr entweder auf iTunes ein Podcast-Abo, Kanzlei WBS ist unten verlinkt, machen. Oder ihr schaut bei Soundcloud vorbei. Wir laden auch die Tonspur dieser Videos alle nochmal in die Soundcloud hoch. Wer also da Spaß dran hat und sagt, okay, unterwegs, das Gesicht vom Solmecke muss ich sowieso nicht sehen, ich will nur hören, was er sagt, dann könnt ihr das bei Soundcloud machen oder bei iTunes. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende angelangt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Wir sehen uns morgen hier auf diesem Kanal schon wieder oder eben bei iTunes oder Soundcloud. Tschüss und bis dahin.